Hallo liebe Häkelfreunde, für dieses wunderschöne Tuch habe ich ein einfaches Filetgitter mit Rauten bestückt. Je nachdem wie man das Tuch betrachtet, ergibt sich ein dekoratives Karo-Muster, welches durch seine Geradlinigkeit besticht. Das Tuch ist luftig und leicht und peppt jedes Outfit auf, egal zu welcher Jahreszeit. Dieses herrliche und elegante Tuch ist aus einem 250 Gramm wiegenden Bobbel-Sahnetorte der Firma Garn Manufaktur entstanden und hat ohne Waschen und Spannen eine Größe von ca. 80 x 160 cm. Angaben zum verwendeten Material und wo ihr das kaufen könnt, findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intros sowie in der Infobox unter diesem Video. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Bevor wir beginnen, seht ihr hier das Muster schematisch dargestellt, damit ihr einen Bildschirmabgriff oder ein Foto davon machen könnt. Achtung, hier ist nur eine Fläche des Tuchs dargestellt. Die zweite Fläche ist vollkommen identisch. Ich verwende eine Häkelnadel 3,5 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in den Ring, eine Luftmasche und noch eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Dann häkle ich eine Luftmasche, dann häkle ich 3 Stäbchen in den Ring, zwei Luftmaschen, noch einmal 3 Stäbchen in den Ring, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in den Ring. Wir haben am Rand 2 Vorbereitungslücken, damit wir angenehm zunehmen können. Hier ist die Spitze des Tuchs und hier entstehen die beiden Flächen des Tuchs. Wir wenden die Arbeit. Ich beginne immer mit dem Ersatzstäbchen. Ich häkle zuerst eine Luftmasche, eine feste Masche in den unteren Maschenkopf, eine Luftmasche und noch eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Dann häkle ich immer eine Luftmasche und immer 2 Stäbchen in die Lücke.
Dann häkle ich ein Stäbchen auf das erste Stäbchen, sodass 3 Stäbchen zusammenkommen, ohne die Lücke. Eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, sodass ein Kästchen entsteht. Die Spitze besteht immer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Die andere Seite muss immer genau gleich sein. Wir häkeln ein Stäbchen auf das erste Stäbchen der Dreiergruppe, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen aufs dritte Stäbchen, dann direkt danach 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und ein Stäbchen in den Maschenkopf des unteren Stäbchens. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen auf das erste Stäbchen dieser 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, die Luftmasche überspringen, ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen vor der Spitze. Wir haben 3 Kästchen und hier kommen immer 3 Stäbchen zusammen und bei der Spitze ebenfalls. Ein Stäbchen haben wir schon, dann häkeln wir 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen nach der Lücke, eine Luftmasche, 3 Kästchen, zwei Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und ein Stäbchen in den unteren Maschenkopf. Wir wenden die Arbeit, wir häkeln unser Ersatzstäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen der 3 Stäbchen und jetzt entstehen 5 Kästchen . Wir landen immer vor der Spitze. In die Spitze häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und sofort nach der Lücke ein Stäbchen auf das erste Stäbchen, sodass hier immer 3 Stäbchen zusammenkommen. Auch am Anfang und am Ende der Reihe kommen immer 3 Stäbchen zusammen.
Dann häkeln wir wieder 5 Kästchen. Wir landen auch hier immer auf dem letzten Stäbchen, dann 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und ein Stäbchen ins Ersatzstäbchen der Vorreihe. Wir wenden die Arbeit. Wir haben jetzt 4 Reihen gemacht. Das ist die Basis des Tuchs. Und jetzt beginnen wir mit dem Motiv. Wir häkeln nun gemeinsam den ersten Mustersatz. Das sind die Reihen 5 bis 11 der Zeichnung. Jeder Mustersatz besteht aus 7 Reihen. Anfang, Spitze und Ende werden immer gleich gehäkelt. Wir beginnen immer mit dem Ersatzstäbchen ins untere Stäbchen. Wir häkeln eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen auf das erste Stäbchen. Und jetzt häkeln wir 3 leere Kästchen. Das erste, das zweite und jetzt eine Luftmasche. Das dritte entsteht jetzt und jetzt häkeln wir ins übernächste Kästchen 3 Stäbchen in die Lücke. Das nächste Stäbchen auslassen, 3 Stäbchen in das übernächste Kästchen häkeln. Wir haben also 3 leere Kästchen und ein volles Kästchen. Dann häkeln wir eine Luftmasche, das nächste Stäbchen auslassen, ins übernächste Stäbchen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen vor der Lücke. Und diese Dreiergruppe befindet sich genau in der Mitte. Hier haben wir 3 Kästchen und hier haben wir 3 Kästchen. Dann häkeln wir die Spitze mit 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen nach der Lücke, 3 leere Kästchen, 1, 2, die Luftmasche und nicht ins nächste Kästchen, sondern ins übernächste Kästchen 3 Stäbchen häkeln. Sodass hier 3 leere Kästchen sind, dann wieder eine Luftmasche, das nächste Stäbchen auslassen, ins übernächste Stäbchen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Auch hier sind 3 leere Kästchen. Und auch das Ende der Reihe ist immer gleich. 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und ein Stäbchen ins untere Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln das Ersatzstäbchen.
eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke. Dann häkeln wir immer ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, dann häkeln wir 3 leere Kästchen. Das dritte wird begonnen und wird hier fertig gemacht. Wir häkeln vor den 3 Stäbchen 3 Stäbchen in die Lücke. Und dann sofort 3 Stäbchen in die nächste Lücke. Wenn diese Dreiergruppen aneinander stoßen, häkeln wir keine Luftmasche dazwischen. Also innerhalb des Motivs keine Luftmaschen häkeln, aber außerhalb des Motivs immer eine Luftmasche häkeln. Eine Luftmasche, dieses Stäbchen überspringen, ins nächste Stäbchen häkeln wir wieder Kästchen. Es ergeben sich immer gleich viele Kästchen auf beiden Seiten, nämlich in dieser Runde 3. Die Spitze bleibt immer gleich, mit 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Auch nach der Lücke immer mit einem Stäbchen beginnen. 3 Stäbchen müssen immer zusammenkommen. Dann häkeln wir wieder 3 leere Kästchen. Drei Stäbchen vor der Dreiergruppe in die Lücke. Drei Stäbchen in die nächste Lücke. Eine Luftmasche, das nächste Stäbchen überspringen, 3 leere Kästchen häkeln, auch am Anfang und am Ende müssen immer 3 Stäbchen zusammenkommen, dann eine Luftmasche und ein Stäbchen ins untere Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln unser Ersatzstäbchen. Eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke. Wir häkeln ein Stäbchen nach der Lücke. Wir häkeln wieder 3 leere Kästchen. Wir häkeln vor der Dreiergruppe in die Lücke 3 Stäbchen. Und wie gesagt, innerhalb des Motivs keine Luftmaschen häkeln. Sofort in die nächste Lücke springen, 3 Stäbchen häkeln, wieder in die nächste Lücke springen, 3 Stäbchen häkeln, und außerhalb des Motivs brauchen wir immer Luftmaschen. Eine Luftmasche ins übernächste Stäbchen,
das erste Kästchen häkeln. Im Moment sind es immer 3 leere Kästchen. Immer schauen, dass am Anfang der Reihe, bei der Spitze und am Ende der Reihe 3 Stäbchen zusammenkommen. Wieder 3 leere Kästchen häkeln. Sofort in die Lücke vor der Gruppe 3 Stäbchen häkeln. Innerhalb des Motivs keine Luftmaschen häkeln, sondern nur Dreiergrüppchen. Bis das Motiv fertig ist sozusagen. Und immer am Rand, hier haben wir eine Luftmasche und hier ebenfalls eine Luftmasche. Das nächste Stäbchen immer überspringen. Wieder 3 leere Kästchen häkeln. Zwei Stäbchen in die Lücke. Eine Luftmasche und ein Stäbchen in den unteren Maschenkopf. Jetzt hat das Motiv 3 Grüppchen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln das Ersatzstäbchen. Eine Luftmasche. 2 Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen nach der Lücke, 3 leere Kästchen, wir verbreitern das Motiv auf 4 Dreiergruppen. Wenn das Motiv zu Ende ist, immer mit einer Luftmasche beginnen, das nächste Stäbchen überspringen, 3 leere Kästchen, die Spitze wie immer ein Stäbchen nach der Spitze, 3 leere Kästchen, vier volle Kästchen, eine Luftmasche,
3 leere Kästchen. Zwei Stäbchen in die Lücke. Eine Luftmasche und das Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit und die nächsten 2 Reihen funktionieren genau gleich wie diese, nur dass das Motiv breiter wird. In der nächsten Reihe haben wir 5 volle Kästchen und in der übernächsten Reihe 6 volle Kästchen. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Das Ganze sieht nach 10 Reihen so aus. Das Motiv hat jetzt 6 volle Kästchen. Hier haben wir immer noch 3 leere Kästchen auf beiden Seiten des Motivs. Ganz wichtig, Anfang, Ende und Spitze müsst ihr immer gleich häkeln. Und wir wenden die Arbeit. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke. Wir häkeln ein Stäbchen nach der Lücke und jetzt brauchen wir 5 leere Kästchen. Das erste, das zweite, das dritte und das vierte leere Kästchen. Da häkeln wir das Stäbchen auf das erste Stäbchen der Dreiergruppe. Dann noch eine Luftmasche und das wird das 5. Kästchen. Und jetzt reduzieren wir das Motiv auf 5 Kästchen. 5 volle Kästchen. Immer dran denken, innerhalb des Motivs brauchen wir keine Luftmaschen, sondern nur immer Dreiergruppen häkeln. Wir haben 5 Dreiergruppen gehäkelt, in der Vorreihe waren es 6. Wir haben das Motiv schmaler gemacht und jetzt, da das Motiv zu Ende ist, häkeln wir eine Luftmasche und ein Stäbchen auf das 3. Stäbchen der Dreiergruppe. Das ist wieder unser erstes Kästchen und wir häkeln 5 leere Kästchen bis zur Spitze. Die Spitze wie immer mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Ein Stäbchen nach der Spitze, 5 leere Kästchen. Beim 4. Kästchen landen wir auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Jetzt haben wir 4 Kästchen, noch ein leeres Kästchen und wir beginnen direkt mit den Dreiergruppen.
und es ergeben sich jetzt 5 Dreiergruppen. Wir haben 5 Dreiergruppen gehäkelt, damit ist das Motiv zu Ende. Das heißt, wir brauchen eine Luftmasche und das erste Kästchen häkeln wir auf das dritte Stäbchen der Dreiergruppe. Und es ergeben sich bis zum Ende der Reihe wieder 5 leere Kästchen. Das Ende häkeln wir wie gewohnt. Ein Stäbchen vor der Lücke, 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und das Randstäbchen in den unteren Maschenkopf. Ihr seht, die Raute wird nun wieder schmaler. Wir häkeln nun gemeinsam den zweiten Mustersatz. Das sind die Reihen 12 bis 18 der Zeichnung. Jeder Mustersatz besteht aus 7 Reihen. Und in der nächsten Reihe lassen wir die bestehenden Rauten schmaler werden und beginnen gleichzeitig neue Rauten. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke. Wir häkeln ein Stäbchen nach der Lücke und jetzt häkeln wir wieder unsere 3 leeren Kästchen. Das erste, das zweite, eine Luftmasche, hier entsteht jetzt das dritte leere Kästchen, ein Kästchen auslassen und ins nächste Kästchen 3 Stäbchen häkeln. Das ist der Beginn einer neuen Raute. Eine Luftmasche, das nächste Stäbchen auslassen, 3 leere Kästchen häkeln und die bestehende Raute reduzieren wir auf 4 volle Kästchen. Wir sind am Ende des Motivs angekommen. Wir brauchen wieder 3 leere Kästchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, dann das zweite Kästchen, noch eine Luftmasche, das nächste Kästchen auslassen, 3 Stäbchen ins übernächste Kästchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen auslassen. Es müssen sich wieder
3 leere Kästchen bis zur Spitze ergeben. Wir haben 3 leere Kästchen. Hier haben wir eine neue Raute begonnen. 3 leere Kästchen, 4 volle Kästchen, 3 leere Kästchen, eine neue Raute begonnen und 3 leere Kästchen. Und die Spitze ist wie gesagt immer gleich mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und ein Stäbchen nach der Lücke. Ich zeige euch auch die zweite Kante. Wir häkeln 3 leere Kästchen. Wir beginnen hier eine neue Raute mit 3 Stäbchen in die Lücke. Wieder 3 leere Kästchen. Die bestehende Raute wird schmaler. Wir häkeln 4 volle Kästchen. Damit ist das Motiv beendet. Wir häkeln eine Luftmasche und wieder 3 leere Kästchen. Eine neue Raute beginnen mit 3 Stäbchen in die Lücke. Wieder 3 leere Kästchen. Das Ende wie immer. Das Ganze sieht jetzt so aus. Diese Raute wird schmaler und hier haben wir überall neue Rauten begonnen. In der nächsten Reihe werden die neu begonnenen Rauten breiter und die bestehenden werden schmaler. Wir starten wieder mit dem Ersatzstäbchen. Eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen nach der Lücke, 3 leere Kästchen, wir verbreitern die neu begonnene Raute auf 2 volle Kästchen. Es ergeben sich wieder 3 leere Kästchen. Die bestehende Raute wird schmaler. Hier haben wir nur noch 3 Dreiergruppen.
Ende des Motivs immer eine Luftmasche für das erste leere Kästchen. Es ergeben sich wieder 3 leere Kästchen. Die neu begonnene Raute wird verbreitert auf 2 volle Kästchen. Und wieder 3 leere Kästchen bis zur Spitze. Die Spitze wie immer häkeln und die zweite Seite gegen gleich beenden. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Den Anfang habe ich bereits gemacht und wir häkeln wieder 3 leere Kästchen. Wir verbreitern die Raute auf 3 volle Kästchen. Wir häkeln wieder 3 leere Kästchen. Dadurch wird die zweite Raute schmaler. Hier haben wir nur noch 2 volle Kästchen. Wir häkeln wieder 3 leere Kästchen. Wir verbreitern die dritte Raute auf 3 volle Kästchen. Und bis zur Spitze ergeben sich wieder 3 leere Kästchen. Wir haben diese Raute verbreitert, diese Raute ist schmaler geworden und diese Raute ist breiter geworden. Die Spitze häkeln wir wie immer und die zweite Kante ist genau gleich und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Den Anfang der nächsten Reihe habe ich schon gemacht. Jetzt wird die erste Raute auf 4 volle Kästchen verbreitert. Die zweite Raute wird fertig. Hier ist dann nur noch ein Kästchen und die dritte Raute wird ebenfalls auf 4 volle Kästchen verbreitert. Wir haben 3 leere Kästchen. Vier volle Kästchen.
3 leere Kästchen, ein volles Kästchen, drei leere Kästchen, vier volle Kästchen, und 3 leere Kästchen bis zur Spitze. Und die Spitze häkelt ihr wie immer und die zweite Hälfte ist genau gleich wie diese. Wir haben hier die Raute verbreitert. Hier ist nur noch ein Kästchen übrig und hier haben wir die Raute ebenfalls verbreitert und dazwischen sind immer 3 leere Kästchen. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und die nächste Reihe begonnen. Und jetzt ergeben sich 3 leere Kästchen, wir verbreitern die erste Raute, die erste Raute hat jetzt 5 volle Kästchen und jetzt ergeben sich bis zur nächsten Raute 5 leere Kästchen. Das erste, das zweite, das dritte. Das dritte ist genau über der fertigen Raute. Das vierte und das fünfte und hier verbreitern wir wieder die bestehende Raute auf 5 volle Kästchen. Und bis zur Spitze ergeben sich wieder 3 leere Kästchen.
und die Spitze häkelt ihr wie immer und die zweite Hälfte ist genau gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und in der nächsten Reihe ergeben sich 3 leere Kästchen, 6 volle Kästchen, 3 leere Kästchen, 6 volle Kästchen, 3 leere Kästchen pro Kante. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und in der nächsten Reihe ergeben sich 5 leere Kästchen, 5 volle Kästchen, 5 leere Kästchen, 5 volle Kästchen und 5 leere Kästchen auf beiden Seiten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben jetzt 18 Reihen gehäkelt und davon sind die ersten 4 Reihen Basisreihen und dann haben wir zweimal den Mustersatz gehäkelt. Das heißt, der Mustersatz beginnt jetzt von neuem und es geht im Prinzip immer gleich weiter. Das zeige ich euch jetzt anhand des Zählmusters. Wie gesagt, wir haben zuerst die 4 Basisreihen gehäkelt und dann zweimal den Mustersatz. Wir befinden uns in der 18. Reihe. Diese Reihe haben wir soeben gehäkelt. Und in der 19. Reihe beginnt der Mustersatz von neuem und hier müsst ihr wieder neue Rauten einteilen und diese Rauten dann verbreitern und diese Rauten schmaler werden lassen. Und das wiederholt sich immer nach 7 Reihen. Und wie oft ich den Mustersatz häkle, seht ihr in der nächsten Einstellung. In den Reihen 19, 26, 33 und 40 müsst ihr neue Rauten einteilen. Dann häkelt ihr mustergemäß die Reihen 41 bis 46. Wir sehen uns in der Reihe 47 wieder. Willkommen zurück, ich habe 46 Reihen gehäkelt und jetzt müssten wir theoretisch wieder neue Rauten einteilen. Das machen wir aber nicht. Wir lassen jetzt nur noch die bestehenden Rauten schmaler werden. Im Moment haben die Rauten 5 Grüppchen, das heißt, wir brauchen noch 4 Reihen, bis die Rauten beendet sind und wir teilen zwischen den Rauten keine neuen Rauten mehr ein. Und wenn ihr diese 4 Reihen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die letzten Rauten beendet, sodass hier nur noch ein volles Kästchen ist. Und jetzt häkle ich nur noch Reihen mit Kästchen, bis das Tuch die gewünschte Größe erreicht hat, beziehungsweise bis noch circa 20 bis 25 Gramm des Bobbels übrig sind. Die brauchen wir noch für die Abschlusskante. Also hier einfach ein leeres Kästchen häkeln und die Zunahmen am Anfang und in der Mitte und am Ende bleiben genau gleich wie bisher. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe noch ein paar Reihen leere Kästchen gehäkelt. Ich habe noch ca. 25 Gramm Garn übrig und das verwende ich für die Abschlussrunde. Und ich häkle zuerst die obere Kante. Ich häkle eine Luftmasche, dann häkle ich 2 feste Maschen
in die Lücke und dann häkle ich ein Picot. Ich häkle 4 Luftmaschen und in diese senkrecht stehenden Maschenglieder eine Kettmasche. Und dann häkle ich immer 4 feste Maschen, jeweils 2 pro Lücke. Und dann wieder ein Picot mit 4 Luftmaschen und einer Kettmasche in die unteren 2 Maschenglieder. Und das mache ich einmal rundherum. Immer 4 feste Maschen und ein Picot in der rückwärtigen Mitte sowie an den Ecken. Müsst ihr schauen, wie viele Picots sich ausgehen. Hier müsst ihr einfach an den Ecken natürlich mehrere feste Maschen machen, damit ihr gut um die Ecke kommt und wie gesagt schauen, wie sich das mit den Picots ausgeht, denn das kann natürlich bei jedem anders sein. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, ist unser wunderschönes Tuch fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.